versprochen, dir deine Geheimnisse zu lassen, aber ich habe deinen Brief an Jan gelesen. Es ist mir wichtig. Ich mach's. Dein Partner bei der Marathonorganisation ist Daniel Fritsche. Das hier ist mein Leben. Ich würde das niemals aufgeben. Sonja Jäger? Ich fass es nicht, du bist es wirklich. Auch wenn Jan nicht dein Bruder wäre. Chasseur heißt Jäger. Mein Gott, bist du schwer von Begriff. Ich bin Chasseur. Nico und Andi sind auch schon an Bord und du. Ich und Nico. Klar, was sollte ich denn dagegen haben? Antworte mir. Aber Jan ist mein Bruder. Und wenn das nicht wäre, würdest du dann auch bei mir bleiben? Dein Schweigen. All die Geheimnisse die ganzen Jahre. Ich habe nie nachgefragt, weil ich gefühlt habe, dass etwas dahinter steckt, was unser Leben zerstören kann. Ich habe versucht, für dich perfekt zu sein. Der perfekte Mann. Der perfekte Vater. Nur um gegen diese Geheimnisse irgendeine Chance zu haben. Tja, leider verloren. Ich hatte auch keine einfache Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Und plötzlich kamst du und schienst mir die Lösung aller meiner Probleme zu sein. Das Ende der Suche. Ein Zuhause. Ein Kind. Der Beginn des Lebens, das ich mir immer gewünscht habe. Und ich Trottel wollte immer glauben, dass ich das auch für dich bin. Aber das bist du auch. Ein Scheißdreck bin ich! Nichts als eine Notlösung, die du schön geredet hast. Gib's doch wenigstens zu! Das ist doch keine Notlösung für mich. Aber auch nicht ein Glück oder derjenige, mit dem du alt werden willst, sondern nur ein Glückbüßer, weil du deinen Bruder nicht haben kannst! Und natürlich wollen wir mit Ihren Spenden in erster Linie die Weihnachtsfeier finanzieren. Aber je nachdem, wie großzügig Sie sind, überlegen wir, die Freizeitangebote der Kids zu erweitern. Also sprich... Hey, hey, hey! Besuch für Sie. Ah, da steht ja mein Name. Ist das mein Vertrag? Ja. Ich brauche ihn wohl nicht im Detail durchzuackern. Wenn ich dir nicht vertrauen kann, wem dann? Oder hast du heimlich noch etwas Kleingedrucktes eingebaut? Geschrieben mit unsichtbarer Tinte, die erst zum Vorschein kommt, wenn du mich in der Hand hast. Was meinst du damit? Wer weiß, vielleicht soll ich ja nebenbei die neue Betriebskita leiten oder sowas. Warte. Ja, es gibt da tatsächlich noch was. Du weißt doch von dem Prozess, der gegen Linie CL in den USA ansteht. Gegen die prüden Fanatiker, die in der Inzestkampagne Gotteslästerung sehen. Ja, genau der.
Wir werden ihn verlieren. Machst du Witze? Ich würde jetzt gern Ja sagen und laut lachen, aber wenn jetzt nicht noch ein Wunder geschieht, dann ist Linie CL am Ende. Ich wollte mich entschuldigen, weil ich doch diese Kunstlieferung angenommen habe, obwohl ich versprochen hatte, dass ich meine Nase nicht in den Kram reinstecke, der mich nichts angeht. Schon okay, vergiss es. Ja, danke. Wie willst du denn deinen Kaffee? Schwarz? Ja, gerne. Ich habe einen Riesenhunger, aber wer soll das alles essen? Wir beide? Ich wusste ja nicht, was du so magst, deswegen habe ich von allem ein bisschen mitgebracht. Shit. Das war jetzt aber nicht Philipps Tasse. Oh nein, es tut mir wirklich so leid. Ich mache alles kaputt. Oh, ich könnte mich ohrfeigen. Schon gut, du hast es ja nicht mit Absicht gemacht, so was passiert. Ja, aber nur mir. Ich bin echt für alles zu blöd. Diese Tasse hat Philipp bei einem privaten Oldtimer-Rennen gewonnen. Es war mehr ein Scherz als eine Trophäe. Er fand sie auch total hässlich. Wahrscheinlich hat er sie deshalb so gemocht. Sie war eine Art Glücksbringer für ihn. Er hat fast jeden Morgen seinen Kaffee daraus getrunken. Mein Sohn wollte sich nur etwas erfrischen. Falls Sie auch Lust auf ein Bad haben, der Pool ist eröffnet. Was ist denn passiert? Er ist weg und sein Handy ist aus. Er weiß alles. Das ist nicht dein Ernst. Doch, er weiß, dass ich schon mal verheiratet war und auch das mit Jan und mir. Du wolltest doch deine Ehe retten und nicht ruinieren. Er hat mir gedroht, mich zu verlassen. Oh, Schatz, Ricardo liebt dich. Er würde dich nie verlassen. Das hat er dir doch gerade bewiesen. Aber er hat meine Briefe an Jan gelesen. Wusstest du davon? Nein, natürlich nicht. Offensichtlich hat er dein Versteck gefunden. Frau Ried, sehen ja heute besonders bezaubernd aus. Heb dir deine Komplimente für Dagmar auf. Ich bin eine alte Frau. Und damit führst du sie mal richtig schön zum Essen aus. Nicht, dass sie dir noch wegläuft. Ja, danke, Schwiegermama. Da können wir jetzt richtig leichtsinnig sein. Ja, dann lasst es doch mal richtig krachen, ihr zwei. Ja, dann sollte ich wohl besser auf Sie hören. Nicht, dass sie mir noch eine Krücke über den Schädel zieht. Ich könnte versuchen, Sie davon abzuhalten, wobei. Ja, danke auch. Kommst du nachher zum Lauftraining? Klar, ich bin dabei. Ja, super. Je mehr Läufer, desto mehr Öffentlichkeit und desto mehr Spenden. Ich will, dass ein ordentlicher Batzen zusammenkommt. Oh, hallo. Na, ihr zwei? Ich komme gerade von Christian. Dem geht's ja wirklich von Tag zu Tag besser. Ich denke, das hat er dir zu verdanken. Ja, es ist ja mein Job. Dem sollte ich jetzt auch besser mal wieder nachgehen. Also, tschüss. Ach, schön, dass er wieder da ist. Ja, das stimmt. Das heißt, ich kannte ihn ja vorher gar nicht. Aber jetzt kenne ich ihn. Also so ein bisschen von diesem Spendenlauf. Mhm. Also, bis dann, Helena. Frau Schneider, könnte ich vielleicht kurz was mit Ihnen besprechen? Klar. Und mit der
Prozessniederlage kann Linie CL den US-amerikanischen Markt natürlich vergessen. Für Tanja ist das nicht nur in geschäftlicher Hinsicht eine Niederlage. Sie hat ihr ganzes Herzblut in diese Kampagne gesteckt. Und das Weiterbestehen der Firma hängt jetzt vom Erfolg der Kollektion auf den Fashion Days ab. Mhm. Aber wenn du sie übernimmst, dann können wir es schaffen. Und du wärst endgültig der neue Star am Modehimmel. Oder ich verglühe wie eine Sternschnuppe mitsamt der Firma. Ich dachte eigentlich, du magst Herausforderungen. Wenn es realistisch ist, dass sie zum Erfolg führen. Solltet ihr den Prozess nicht gewinnen, klebt mein Name an einem Pleiteunternehmen. Das kann mich meinen Ruf kosten. Außerdem reißt sich die Branche gerade um mich. Das Angebot von Commodore ist nur eins von vielen. Ja. Vermutlich das lukrativste. Du wärst abgesichert, der Konzern macht Milliardenumsätze. Wer weiß, vielleicht bekommst du sogar einen Firmenwagen. Jetzt mal im Ernst. Du liebst doch Abenteuer. Und wenn jemand Mut zum Risiko hat, dann doch du. Mut zum Risiko ist das eine. Auf verlorenem Posten zu kämpfen, das andere. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse. Den guten Bordeaux habt ihr offenbar, während ich weg war, ausgetrunken. Na, jetzt ist die Chefin ja wieder da. Danke, Luca, dass Sie den Laden so toll geschmissen haben. Bringen Sie Gräfin Lahnstein bitte noch einen Tee? Sehr wohl. Danke. Und jetzt zu uns zwei Hübschen. Schön, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Ja, das stimmt. Aber erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dich als Sponsorin für unseren Spendenlauf so angeboten hast. Und dann auch noch so großzügig. Es geht um einen guten Zweck. Und ich weiß doch, wie wichtig dir die Stiftung und dieser Lauf sind. Als Philipp den Lauf letztes Jahr ins Leben gerufen hat, da wollte er ihn jedes Jahr veranstalten. Und er hat gehofft, jedes Jahr mehr damit zu erreichen. Jetzt hast du das für ihn übernommen und ich bin sicher, er wäre sehr glücklich darüber. Charlie, ich habe mir überlegt, ein kurzes Pressestatement zu unserer neuen Sponsorin zu geben. Hättest du heute Nachmittag Zeit? Oh, Nico, du weißt, ich stehe nicht gerne in der Öffentlichkeit. Ja, ich weiß. Aber ich habe gehofft, wir finden ein paar Geschäftsleute, die sich deinem Beispiel anschließen. Dann lässt es sich wohl nicht ändern. Wie wär's, wenn wir es gleich hier im Schneiders machen? Das wäre doch am einfachsten. Du, ja, das kriegen wir hin. Ja? Gut, dann leite ich schon mal alles Nötige in die Wege. Vielen Dank, Charlie, du bist wirklich ein Schatz. Jetzt übertreib mal nicht, das war ja nicht meine Idee. Sondern? Helenas. Hör auf zu jammern. Ricardo weiß Bescheid. Oh, gracias. Aber er wird dir verzeihen. Ich habe ihn verloren. Du hast ihn nicht verloren. Zeig ihm, dass du ihn liebst. Meinst du, ich hätte das nicht versucht? Er braucht Zeit, um alles zu verarbeiten. Ich glaube nicht, dass das mit ein bisschen Zeit getan ist. Willst du aufgeben? Von wollen kann nicht die Rede sein. Ich habe meine Differenzen mit Ricardo. Aber Jan ist dein Bruder. Ihr habt keine Zukunft zusammen. Aber ich liebe ihn. Hör auf damit und beweise deinem Mann, dass es vorbei ist. Sonst ist eure Ehe Geschichte. Und ich habe gerade mit Ansgar telefoniert. Er hat einen eigenen Prozessbeobachter in den USA. Und der sagt, der Prozess um Linie CL ist so gut wie verloren. Ja, Inzest wird vom US-amerikanischen Markt genommen. Wie kann Tanja nur so bescheuert sein, einen Richter zu bestechen? Wir haben in das Unternehmen Millionen investiert. Von den Prozesskosten ganz zu schweigen. Mit einem neuen Designer hätte die neue Kollektion noch eine ganz realistische Chance. Und wer soll den bezahlen? Diese Firma ist ein Fass ohne Boden. In diesem Fall bin ich mal mit Ansgar ganz einer Meinung. Platz da! Sie haben mich gerufen? Ja. Sie kontaktieren jetzt sofort noch einmal alle zurzeit verfügbaren Designer. Da sind aber nicht mehr viele übrig. Ja, das ist mir auch klar. Wir können froh sein, wenn wir überhaupt noch jemanden bekommen, jetzt wo die Firma so kurz vor der Pleite steht. Was wir jetzt brauchen, das ist ein Hit. Wir brauchen einen Hit auf den Fashion Days, sonst ist es aus. Also die noch auf der Liste stehen, sind eher nicht so hitverdächtig. Herrgott, noch mal, dann wachsen Sie eben mal an Ihren Aufgaben. Muss ich ja auch. Oh Gott. Worauf warten Sie eigentlich noch? Husch an die Arbeit! Hallo, Tanja. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Hey, ich habe tolle Neuigkeiten. Soll ich raten? Lass mal, sonst stehen wir morgen noch hier.
Mir ist es gelungen, Charlie an Sponsoren für den Spendenlauf zu gewinnen. Und sie ist mit einer ordentlichen Summe dabei. Außerdem macht sie das Catering für die Gäste. Das ist ja genial. Nico, hast du schon gehört? Helena hat Charlie als Sponsorin geangelt. Super, oder? Ja, und anscheinend hat sich Charlie auch nicht lumpen lassen. Also, los geht's. Hey. Los jetzt, hopp, hopp, hopp. Tristan, hey. Hi. Sebastian hat mir erzählt, dass du doch nicht bei Linie CL arbeiten wirst, sondern für Commodore unterschreibst. Ein bisschen mehr Sicherheit und eine Riesenchance. Bei Linie CL bist du Chefdesignerin. Bei Commodore tust du, was der Chefdesigner sagt. Tristan. Sebastian braucht dich. Er kann dir das nicht sagen, du kennst ihn. Denk wenigstens noch mal drüber nach. Hey! Gar keine schlechte Kondition. Also beim nächsten Mal überlasse ich dir den Vortritt, okay? Vergiss es. Vor Männern, die ich vom Laufen überhole, verliere ich den Respekt. Bevor du verdurstest. Du hast mir das Leben gerettet. Mit einem Schluck Wasser. Das ging ja einfach. Es geht auch eine Nummer kleiner. Frag mal Frau Ried. Dieter schuldet Dagmar noch ein Essen. Na dann kann Dagmar wohl nicht Nein sagen. So. Noch ein paar Trainingseinheiten und die Gegner können einpacken. Also, bis morgen. Ciao. Ich weiß, warum ich das tue. Ich tue das für Philipp. Aber du machst das, um dir ein paar öffentliche Lorbeeren abzuholen, von wegen soziales Engagement. Und nebenbei sammelst du auch noch ein paar Sympathiepunkte bei Daniel. Was soll das? Ich dachte, du bist einverstanden, dass ich mitmache. Ja, da wusste ich aber noch nicht, dass du das Ganze hier zum Flirten benutzt. Also, wenn du auch nur noch einen Funken Anstand in deinem Leib hast, dann sagst du deine verlogene Teilnahme ab. Everyone's got someplace they have to be, and everybody's on their own every single day. They wanna tell you otherwise, but don't know what to say. And I can tell you something which I know, this much is true. And everybody earns a little less than what they say. They're all saving pennies just to last a day. And I can tell you something which I know, this much is true. For she lives in a world tucked inside her head, crying every night before she goes to bed. And he's leaving here tomorrow, or so it says, leaving all the sorrow, but he'll forget tomorrow. And everybody's on their own every single day. They wanna tell you otherwise, but don't know what to say. And I can tell you something which I know, this much is true. This much is true. Tanja, eine Berufung bringt unter den gegebenen Umständen gar nichts. Das kostet nur Zeit und vor allem Unmengen an Geld. Das sind Millionen. Selbst wenn wir die hätten, die würden wir besser in die neue Kollektion investieren. Das kannst du vergessen. Ja. Ludwig weiß Bescheid. Von der Bestechung, ja. Das
Dreimal darfst du raten. Ja. Ansgar hat eine Ratte bei dir in den USA eingeschleust. Tanja, ich vermisse dich. Und Emma auch. Komm jetzt endlich nach Hause. Was? Wirklich? Ach, das ist schön. Du, dann sag mir aber noch ganz genau, welchen Flieger du nimmst, okay? Gut. Bis dann. Ich hoffe, Sie kommen mit einer Erfolgsmeldung. Ich habe mir echt die Finger wund telefoniert, aber die haben alle die Hosen voll und wollen erst den Prozess abwarten. Nicht mal jemand aus der zweiten Garde? Ich verstehe es ja auch nicht. Ich meine, was bilden die sich ein? Wenn ich die wäre, wäre ich doch froh, dass ich überhaupt hier arbeiten könnte. Ja. Und was machen wir jetzt? Ich meine, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein, wo wir uns doch so den Arsch auf, wo wir uns doch so angestrengt haben. Ich habe wirklich alles gegeben, was ich konnte. Das haben Sie wirklich, Jessica. Danke. Wir brauchen einfach mehr Geld. Nicht, dass ich so toll bin, dass mich jeder mögen muss, aber gibt es einen Grund, warum dein Mann mir eine gezimmert hat? Er weiß Bescheid. Du hast gesagt, dass alles besser wird, wenn die Wahrheit auf dem Tisch liegt, dass es einfacher wird. Aber das stimmt nicht. Aber doch nicht sofort. Julia, was hast du erwartet? Ich weiß es nicht. Julia, bitte. Ricardo braucht Zeit, das zu verarbeiten. Und wenn er das nicht kann? Da bist du ja. Verschwinde. Ich kann mir vorstellen, wie du dich jetzt fühlst. Klar. Du bist ja bekannt für dein großes Maß an Einfühlsamkeit. Du stehst unter Schock. Aber du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir müssen alles dafür tun, dass Julia wieder zu sich kommt. Sie und Jan. Sei still. Ich glaube, er hat einfach nicht gedacht, dass ich vor ihm schon mal jemanden so sehr geliebt habe. Und das hat ihm jetzt einfach komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Exklusivrechte auf einen Menschen und seine Gefühle. Die gibt es leider nicht. Er hält unsere Ehe für eine einzige große Lüge. Julia, was willst denn du? Ich will ihn nicht verlieren. Dann hör mir jetzt bitte genau zu. Julia, Ricardo hat jahrelang ein Bild von dir geliebt. Ohne zu wissen, wer du wirklich bist oder was sich dahinter versteckt. Die Frau ohne Vergangenheit, das ist doch so ein Quatsch. Das gibt es nicht. Er hat dich auf ein Podest gehoben und du warst ein blonder, heiliger Engel. Und weißt du was? Das hat es ihm verdammt leicht gemacht, dich zu lieben. Jan! Jetzt hat er die Chance, sich für dich zu entscheiden. Für das, was du wirklich bist. Du willst also kampflos aufgeben? Wo bleibt denn der angebliche Stolz des Spaniers? Was bist denn du überhaupt für ein Mann? Streng mal dein Köpfchen an. Willst du deine Ehe retten oder nicht? Die Frage ist nicht nur, ob er dir verzeiht, sondern ob eure Liebe stark genug ist, dass ihr beide zusammenbleiben könnt. Ich habe euch zu dieser Sitzung gebeten, weil Linie CL in ernsthaften Schwierigkeiten steckt. Für alle unter euch, die es noch nicht wissen, der Prozess in den USA wegen der Inzestkampagne ist verloren. Weil Tanja so intelligent war, den Richter zu bestechen. Ist das wahr? Jetzt lass ihn erst mal ausreden. In ein paar Wochen sind die Fashion Days in Düsseldorf. Das ist unsere letzte Chance. Das heißt aber, wir müssen die neue Kollektion komplett überarbeiten. Und dafür brauchen wir einen neuen Designer. Und zwar jemanden, den wir so gut bezahlen, dass er sich nicht durch die, sagen wir, unsichere Lage des Unternehmens abschrecken lässt. Klingt teuer. Dieser Prozess wird uns Millionen kosten. Und jetzt sollen wir neues Kapital investieren? Das halte ich für unklug. I don't know why.
Hallo? Ja, ich habe ihn direkt vor meiner Nase. Daran wird es bestimmt nicht scheitern. Ich brauche nur noch etwas Bedenkzeit. Ich rufe Sie an. Naja, aber Lahnstein Entertainment und das Gestüt haben wir anfangs auch mit einer großzügigen Finanzspritze aufgepäppelt. Seit dem Sieg beim Derby schreibt das Gestüt konstant schwarze Zahlen. Und die Fashion Days und das Derby für Linie CL. Ich will nur diese eine Chance. Also ich finde das nur fair. Ich auch. Ich appelliere hier nicht nur an euren Geschäftssinn, sondern auch an den Familiensinn. Stimmen wir ab? Was ist mit Ansgars Stimmen? Ich verwalte Ansgars Stimmen. Ich kenne seine Meinung zu diesem Thema. Also der Antrag lautet, zusätzliches Kapital für Linie CL, damit ein neuer Chefdesigner gewonnen werden kann. Wer ist dafür? Ich verwalte Tanjas Stimme. Dann wären das 4 Stimmen. Wer ist dagegen? Ja, mit Ansgars Stimmen wären das 5. Das wär's dann, Sebastian. Verzeihen Sie die Störung. Es ist Besuch für Sie da. Dringend. Ja. Wir sind ja sowieso fertig miteinander, nicht wahr? Justus, was soll das? Jetzt sagen Sie mir doch endlich, wer es ist. Mir ist gerade nicht nach Spielchen. Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Als hättest du Langeweile. Falsch. Ich biete dir einen Deal an. Ein Spiel, keine Revanche. Gewinnst du, unterschreibe ich den Vertrag und steige bei dir ein. Schön wär's. Wir haben gerade abgestimmt. Ich werde kein zusätzliches Geld bekommen für einen neuen Designer. Willst du jetzt quatschen oder spielen? Grafenmemme. Okay. Vielleicht sollten wir das Risiko eingehen. Ich meine, gerade wenn es kriselt, muss man doch als Familie zusammenhalten. Du hast gerade dagegen gestimmt. Ich weiß, aber die Abstimmung hat mich gerade ein bisschen überrollt. Ja, vielleicht irre ich mich und Tanja hat eine zweite Chance verdient. Ach, bitte, hör einfach auf, Mutter Teresa. Komm schon, Nico. Nico, nimm doch einfach eine Platte auf. Ich weiß sowieso, was als nächstes kommt. Du machst mir Vorwürfe? Kann mir bitte einer erklären, was da los ist? Ich habe Charlie als Sponsorin für den Spendenlauf gewonnen. Und statt dass du dich freust, machst du mir Vorwürfe und willst mich vom Lauf ausschließen. Helena, vielleicht hat Nico das nicht so gemeint. Doch, ich habe es genau so gemeint, weil ich dieses verlogene Getue einfach nicht mehr ertrage. So ein Schwachsinn. Du kannst dich doch selbst nicht mehr ertragen. Immer und immer wieder machst du mir Vorwürfe, als ob ich das selbst nicht wüsste. Du wagst es mir zu sagen? Nico, ich weiß ganz genau, was ich dir angetan habe. Aber Philipps Tod war verdammt noch mal ein Unfall. Und ich wünsche mir jeden Tag, dass ich es rückgängig machen kann. Aber ich kann es nicht. Aber du hast die Chance, wieder glücklich zu werden. Wenn du endlich aufhören würdest, dich an deinem Hass festzukrallen. Und der Sieg geht an Sebastian, der aufgrund seiner überlegenen Technik, seines Kampfgeistes und seiner unglaublichen Schnellkraft Sonja Jäger ein für alle Mal in die Tischtenniskreisklasse zurückbefördert hat. Okay, du Angeber, du hast gewonnen. Danke. Die Ablenkung hat auf jeden Fall gut getan. Ich glaube, das ist noch nicht alles, was du gewonnen hast. Spielschulden sind Ehrenschulden. Der ist ja schon unterschrieben. Du konntest doch überhaupt nicht wissen, dass ich gewinne. Du hast mich gewinnen lassen. Niemals.
könnte ich gegen die Schnelligkeit, Technik und was noch von Sebastian Superheld ankommen. Danke, Sonja. Ich weiß das auf jeden Fall zu schätzen, aber wir können überhaupt nichts zahlen. Also. Moment, nicht so schnell. Ich werde für euch arbeiten. Ohne Gehalt. Dafür werdet ihr mich angemessen am Umsatz beteiligen. Wenn die Kollektion ein Erfolg wird. Und wenn wir keinen Erfolg haben? Wenn jemand Mut zum Risiko hat, dann ich. Deine Worte. If I am your stolen mind, would get back to you. Don't you think that's right? I don't know how hard you held me. There must be a chance you haven't fully let go of me. If I were your sickness now, wouldn't be. Bitte rede mit mir. Kannst du das denn nicht verstehen? Ich konnte dir das mit Jan nicht sagen. Ich habe doch vorhin deinen Blick gesehen, als ich dir davon erzählt habe. Genau davor hatte ich all die Jahre Angst. Warum hast du Jan überhaupt verlassen? Wenn du ihn... Es ist nicht einfach, wenn der Mann, den du liebst, dein eigener Bruder ist. Hast du nie jemanden geliebt, mit dem du keine Zukunft hattest? Ist dir das so fremd? Entschuldige bitte, dass ich ein Problem mit Inzest habe. Aber wir haben es doch nicht gewusst. Ich kann es leider nicht rückgängig machen. Und ich will mich für meine Vergangenheit auch nicht länger schämen oder sie leugnen. Das bin ich. Die Frau, die du geheiratet hast. Meine Gefühle für dich haben sich nicht geändert. Die Frage ist nur, ob du mit dem, was du jetzt über mich weißt, leben kannst oder nicht. Ihr Interesse am Spendenlauf der Jana von Lahnstein Stiftung freut mich wirklich sehr. Ebenso freut es mich, bekannt geben zu dürfen, dass wir das Restaurant Schneiders als Sponsor gewinnen konnten. Ja, der Erlös dieser Spendenaktion kommt Kindern zugute, die unsere Hilfe dringend brauchen. Der Spendenlauf wurde ursprünglich von meinem verstorbenen Ehemann Philipp zu Hohenfelden ins Leben gerufen. Daher möchten wir das diesjährige Event auch in seinem Andenken durchführen. Wie kam denn Ihre Kooperation mit der Stiftung zustande, Frau Schneider? Helena von Lahnstein kam auf die Idee und sie hat nicht lange gebraucht, mich zu überzeugen. Helena von Lahnstein, die verantwortlich ist für den Tod Ihres Mannes. Worauf wollen Sie hinaus? Ja, nun, wenn Frau von Lahnstein nicht Fahrerflucht begangen hätte, dann wäre Ihr Mann ja vielleicht noch am Leben. Bleiben Sie doch bitte beim Thema. Dann eine andere Frage. Dürfen wir Ihre Zusammenarbeit mit Helena von Lahnstein als ein Zeichen verstehen? Haben Sie den Tod Ihres Mannes verziehen? Ich wollte es dir schon oft sagen. In der Nacht, in der du dich von Jan verabschiedet hast, nicht nach Hause gekommen bist, da habe ich mit Patricia geschlafen.
Zusammenfassend kann ich eigentlich nur sagen, dass es sich hier wirklich um eine gute Sache handelt. Und ich bin über die Unterstützung meiner Cousine Helena sehr dankbar. Vielen Dank. Das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Danke. Hast du gesehen, wie Sie alle darauf gewartet haben, dass mir eine Sicherung durchbrennt? Ich bin froh, dass es jetzt wieder etwas besser ist zwischen euch. Besser? Helena ist das allerletzte. Sie macht das ganze Theater doch hin, um sich in den Vordergrund zu spielen. Um ihr Image aufzupolieren. Dabei benutzt sie ausgerechnet Philipps Andenken. Nico. Und nebenbei macht sie sich auch noch an Andys Bruder heran. Nicht so laut. Sie verschwendet doch keinen Gedanken mehr daran, dass sie meinen Mann ermordet hat. Nico, jetzt beruhige dich. Ich würde so etwas ja nie in der Öffentlichkeit sagen, aber manchmal, da muss ich Helena nur sehen. Das macht mich so wütend, dass ich sie am liebsten Komm, wir gehen jetzt erst mal einen Kaffee trinken. Und du bist dir absolut sicher, dass du das wirklich willst? Willst du es mir ausreden? Natürlich nicht. Ich will nur nicht, dass du irgendwas bereust. Sollte die Kollektion kein Erfolg werden, habe ich ein paar Monate umsonst gearbeitet. Ich werde es überleben. Und wenn sie ein Erfolg wird, dann wirst du steinreich! Da soll noch mal einer sagen, dass so Künstlertypen nicht rechnen können. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du bei uns mitmachst. Du bist unsere Rettung. Tanja wird das im Übrigen genauso sehen. Für wen legst du dich eigentlich so ins Zeug? Für die Firma oder für deine Frau? Beides. Aber wenn du mich so fragst, Tanja hat den Erfolg verdient. Und ganz nebenbei liebe ich sie. Ich bin schon sehr gespannt auf sie. Sie ist ziemlich tough. Das heißt, du bist auch tough, aber anders. Tough. Ja. Mit anderen Worten, du glaubst, dass wir uns nicht mögen werden? Naja, sie ist nicht so der Typ für Frauenfreundschaften. Ah, eher ein Männertyp. Nee, das eigentlich auch nicht. Aber sie ist mein Typ. Ich denke, wir quartieren dich erstmal im Schloss ein, was? Schick. Und vergiss nicht, den Vertrag zu unterschreiben, sonst ist er ungültig. Ich habe noch eine Kleinigkeit hinzugefügt. Wird Sonja Jäger in ihrer Funktion als Chefdesignerin von Linie CL völlige kreative Freiheit zugestanden? Keiner quatscht mir rein. Du nicht und deine Frau auch nicht, okay? Okay. Kann ich Sie mal kurz sprechen, Padre Jan? Ja, natürlich. Senor Vargas hat mir von dem Vorfall beim Spendenbrunch erzählt. Er war gelinde gesagt sehr irritiert. Ja, das war eine Privatsache. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie hier im Auftrage der katholischen Kirche arbeiten. Nichts, was Sie hier tun, ist privat. Was haben Sie sich dabei gedacht? Das war eine Meinungsverschiedenheit. Ich habe sie versucht zu verhindern. Ist mir nicht gelungen. Der jährliche Spendenbrunch war eine dienstliche Veranstaltung. Wir sind auf diese Gelder angewiesen. Private Eskalationen können wir uns nicht erlauben. Ich mache mir Sorgen um Sie. Das Verhältnis zwischen Ihnen und Dr. Mendes scheint auch nicht zum Besten bestellt. Ich nehme an, dass es dabei um Ihre Schwester geht. Aber jetzt reden wir nicht mehr vom Brunch. Es ist meine Familie und die ist Privatsache. Nein, da bin ich anderer Meinung. Die Gemeinde lebt durch ihre Mitglieder. Wir sind ihnen zur Offenheit verpflichtet. Und wir sollten mit bestem Beispiel vorangehen. Was wollen Sie damit sagen? Ich habe das Foto von Ihnen und Senora Mendes gesehen. Und Sie haben mir anvertraut, dass es gewisse Versuchungen gibt, die Ihnen der Zölibat verbietet. Meine Schwester hat damit nichts zu tun. Okay? Wann wollen Sie endlich begreifen, dass es hier nicht nur um Sie geht?
Der gute Ruf unserer Gemeinde steht auf dem Spiel und damit auch mein eigener. Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie mir nicht mehr anvertrauen wollen? Ihr Vater hat euch was vererbt. Echt? Was denn? Naja, der Notar wollte nicht damit rausrücken. Wahrscheinlich ist die Freundin von unserem Vater auch schon ganz scharf drauf. Bisher hat die sich auch sonst immer alles unter den Nagel gerissen. Ja, wir rätseln auch schon die ganze Zeit und Andi tippt auf eine Schachtel verrosteter Angelhaken. Toll. Ja, ich bin Optimist. Ich tippe auf ein Schloss in der Bretagne. Wo soll er das denn herhaben? Beim Pokern gewonnen? Hey. 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 Hi. Alles in Ordnung? Du siehst irgendwie... Ja, ich fühle mich auch irgendwie... Mir ist heute bei Nico der Kragen geplatzt. Ich habe ihr die Meinung gesagt. Und zwar ziemlich direkt. Wow. Und wie hat sie reagiert? Sieht so aus, als hätte Nico das Kriegsbeil begraben. Ihre versöhnlichen Worte bei der Pressekonferenz haben mich überrascht. Das, nachdem Helena ihr die Stirn geboten hat. Ich habe damit gerechnet, dass sie noch abweisender wird. Ich freue mich, dass die beiden sich wieder vertragen. Das war schon lange überfällig. Schlechte Nachrichten? Ein Freund hat mir einen Link geschickt, irgendein Video, das er im Netz gefunden hat. So, dein doppelter Espresso mit selbstgemachtem Keks und Nuss. Auf die Freundschaft. Ja, auf die Freundschaft. Drückt dich sonst noch was? Ich fass es nicht. Das müsst ihr unbedingt sehen. Ach, oder vielleicht doch später. Naja, so spannend kann es ja wohl nicht sein. Ansichtssache. Gut. Wenn du unbedingt willst. Das glaube ich jetzt nicht. Hallo. Kannst du mir mal sagen, was das zu bedeuten hat? Was denn? Helena ist das allerletzte. Sie macht das ganze Theater doch hin, um sich in den Vordergrund zu spielen. Um ihr Image aufzupolieren. Dabei benutzt sie ausgerechnet Philipps Andenken. Nico. Und nebenbei macht sie sich auch noch an Andys Bruder heran. Nicht so laut. Sie verschwendet doch keinen Gedanken mehr daran, dass sie meinen Mann ermordet hat. Nico, jetzt beruhige dich. Ich würde so etwas ja nie in der Öffentlichkeit sagen, aber manchmal, da muss ich Helena nur sehen. Das macht mich so wütend, dass ich sie am liebsten... Komm, wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee. To